Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fragments of Him. Ja, und wir befinden uns hier jetzt in diesem Schlafzimmer, kurz nachdem wir einen Autounfall hatten. Ich glaube, dass wir nach wie vor dieselbe Person Even spielen. here I get into patterns. Bathroom first, then kitchen for breakfast. Maybe I should change that. Und ja, sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Also offensichtlich hat die Person, die wir steuern oder nicht steuern, Probleme mit dem Alltag, dass sich quasi immer alles gleich abspielt. Was that the first domino to fall? To change the future? Dun dun dun! Und möchte offenbar, dass sich hier auch in Zukunft etwas gravierend ändert. Tea. Und das sah mir hier so ein bisschen nach einer Erinnerung aus. A man takes the lead, Grandma would tell me. I guess I need to step up to the line. I've got a great thing here. Also verwirrend ist das Game schon ein bisschen. I don't think she meant this, but she's right. I should take the lead. I should ask Harry to marry me. I want to be his husband. Will Grandma come to the wedding? I think she will. Maybe. Also offenbar hat er sich Gedanken darüber gemacht, Harry zu heiraten. Das, was er ein bisschen Befürchtung hatte, war, dass seine Oma das nicht akzeptiert und dass sie nicht zur Hochzeit erscheint. Aber immer noch bin ich hier ein bisschen planlos. Of course, as Will's grandmother, I knew him since he was born. I visited him in hospital on that first day. I still remember the day that James, that's Will's father, handed my grandson to me. He was such a handsome boy from that first moment. Back in the 1980s, James was running 3 pubs in London. He was quite into that punk thing and looked a terrible state to me. I would babysit Will as often as I could to make sure he had someone normal in his life. Tja, ich glaube mal, das ist jetzt die Großmutter und das ist irgendein Junge namens Will. Und sie dürfte hier gerade babysitten, weil das offenbar das einzige Normale in seinem Leben ist. Das ist jetzt die Frage, könnte es damit zu tun haben, dass sie mit der Hochzeit der beiden Männer nicht zufrieden ist? Sharon, Will's mother, broke up with James for 3 years at one point and took Will away to America, where she comes from. They had met through James's work. No wonder, really. Achso, nee. Also das ist Will und sein Vater dürfte James sein und Wills Mutter hat sich vor 3 Jahren von James getrennt. James and Sharon both loved so-called music, and there was always something playing around Will. I thought it was an awful racket, personally, but there's no accounting for tastes. I turned it off when I was babysitting. Ja, die ist ein bisschen sehr, wie soll ich sagen,
doors. But Will never really liked that when he was young. Die ist ein bisschen von der strengen Partie. Die Grandma. Sharon was always reading. She taught art history. Never really made much money. Also die Mutter von Will, von diesem Jungen hier, heißt oder hieß anscheinend Sharon. Will had to play by himself a lot. Sharon had complications at the birth, so he was never going to have brothers or sisters. Ja, und seine Mutter dürfte bei der Geburt von Will ein paar Probleme gehabt haben, so dass sie nicht mehr fähig war, weitere Kinder zu bekommen. Deswegen war er immer gezwungen, alleine zu spielen. James liked some strange books, full of horrible things. I remember him telling me about one with rats everywhere. I really don't see the appeal. I loved Will. I always just wanted him to have the best possible start and to be successful. I suppose I sound awful, saying his parents were doing everything wrong. Also die Granny hier ist sehr stark der Meinung, dass die Eltern von Will so ziemlich alles falsch machen in der Erziehung, das man machen kann. I remember that night because Will had been unusually quiet all evening. He had been in a fight at school. A boy had been calling a dark-skinned girl names. Will was punched in the stomach when he tried to get the boy to stop. I asked him if he had cried, and he said yes. I told him that big boys don't cry. I remember him asking me then, what do big boys do when they're sad? I told him that when he grew up, he would be a good man, able to stand up for others. I suppose I didn't answer his question. I told him that he was right to try to stop the bully. Now I think about it, I don't think he was very comforted. Also offenbar hat Will in der Schule hatte eine Schlägerei und dann kam er weinend nach Hause und die Oma hat ihn dann meinte halt, er solle nicht weinen, denn große Jungs weinen nicht. Und nachdem Will gefragt hatte, was er denn sonst machen sollte, wenn er traurig ist, Will tripped over his toy van. meinte sie, er solle anderen helfen und dazu stehen. I remember carrying him. He was trying so hard not to cry. Und das dürfte ihn offenbar ein bisschen geprägt haben, dieser Satz von der Oma, dass er nicht weinen sollte, denn wie ihr gerade gesehen habt, als er hingefallen ist, hat er versucht nicht zu weinen. Vermutlich He was wegen der so Oma. small in my arms. I've never forgotten that feeling. Ich weiß jetzt nicht ganz, was ich von dieser Oma halten soll. Ist sie jetzt freundlich oder ich weiß nicht. Ist das die richtige Art der Erziehung? Einem Kind zu sagen, es soll nicht weinen? Hm.
I have so many little memories making up our lives together. It's odd what sticks with you, though. So, keine Ahnung, wo wir hier sind. To read him a story. Ach, okay, wir sind immer noch bei der Omi. Es geht auch offensichtlich gleich direkt da weiter. Sie bringen ihn jetzt zu Bett. He went through a phase of being scared of ghosts. Sharon would buy him ghost storybooks. And he had that pop-up haunted house book too. He would never settle properly until I had checked the room for ghosts. Ja, und wie jedes Kind hat auch Will ein bisschen Angst vor Geistern und er war gerade hier in dieser Phase, wo er ziemliche Angst vor Geistern hatte, so dass die Omi immer unter das Bett gucken musste. Und jetzt schläft der Kleine. Und ja, wie geht's jetzt hier weiter? Hier muss es irgendwo einen Interaktionspunkt geben. Und offenbar bin ich ein bisschen blind, denn ich finde ihn nicht. Hä? Ah, hier ist irgendwas. Ah ja. I always look carefully to reassure him. Also auch hinter dem Bücherregal hat sie nachgesehen, dass keine Geister vorhanden sind. I remember promising him, while I looked, that I would always protect him. I would always be there for him. I'm sure he thought I just meant about ghosts, but I meant it for everything. I always remember that feeling. I wonder if I knew his life wouldn't be easy. Ja gut, vielleicht ist die Omi doch nicht so böse, denn sie meinte, dass sie immer für ihn da sein wird, ihn immer beschützen wird, egal was komme. Und sie ist sich nicht so sicher, ob der Kleine weiß, wie schwer seine Zukunft sein wird. Ich frage mich nur, wieso das so sein sollte. I like those much more than the new versions that they kept on coming out with back then. It was a strange story that night, called The Ungrateful Son. It went something like this. Once upon a time, a man and his wife were eating a roast chicken for dinner. Also das ist jetzt hier so quasi die Geschichte, die sie vorliest, von den Gebrüder Grimm-Geschichten. When the man saw his father, a very old man, walking along the road towards them, the man didn't want to share, and so he hid the chicken out of sight. His father came, bid them a good day, and went on his way. The man was happy with himself, told his wife to get the chicken and put it on the table again. But the chicken had transformed into a giant toad, which leapt onto the face of the man. The toad wouldn't leave his face, and hissed at the wife when she came near, so she didn't dare approach to help. The man had to feed the toad every day from then on, or it would bite his face, and he never rested for the remainder of his life. Like I say, it was a very strange story. So, also in der Geschichte ging es darum, dass der Sohn so quasi das Essen vor seinem Vater versteckt hatte. Und ja, das Hühnchen, das er versteckt hatte, hat sich dann in eine Kröte verwandelt, die ihm ins Gesicht gesprungen ist, und er musste sie jeden Tag füttern, sonst beißt ihm das Gesicht ab. Also ein bisschen eine sehr strange Story, gerade für Kinder, die versuchen einzuschlafen.
Aber ja. Will was asleep before I finished it, which was probably a good thing. Aber es hat offenbar gewirkt. Will schläft. Und die Granny geht und dreht offenbar noch das Licht ab. Also, ich habe jetzt echt keine Ahnung. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, was wir denn überhaupt hier spielen. Sind wir der Geist von irgendjemandem, von diesem Typen, der vorhin den Autounfall hatte? Oder sind wir einfach nur irgend so ein Nichts, das hier im Spiel einfach nur interagieren muss? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und jetzt würde ich auch gern wissen. Ah ja. Alle Lichter aus. I wondered about whether I really could keep him safe. Also die Granny ist sich nicht so ganz sicher, ob sie ihn wirklich für immer beschützen kann. Und ich glaube, das ist hier ein guter Part, um einen Cut zu machen. Ein bisschen strange ist das Spiel bisher. Es hebt sich deutlich von den anderen Spielen ab, die ich sonst so spiele. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part dabei, wo es wieder heißt Fragments of Him. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüss.